Ahoi und herzlich willkommen zurück. In diesem Video zeige ich dir, wie ich diesen Power Rangers Mystic Force Zauberstab gebastelt habe. Viel Spaß! Ich habe mich für den grünen Mystic Force Ranger entschieden und habe mir das Symbol des grünen Rangers erstmal aus 4 mm Moosgummi ausgeschnitten, dann mit Sekundenkleber auf eine weitere Schicht Moosgummi geklebt und dann wieder ausgeschnitten. Dadurch wird die Form ein bisschen einheitlicher und genauer. Ein bisschen. Und danach habe ich das Ganze dann mit grüner Acrylfarbe bemalt. Und nachdem die dann getrocknet war, habe ich mit einem Silberlackstift die Kanten ein bisschen hervorgehoben. Für den Zauberstab an sich, also den Kern des Zauberstabs, habe ich so einen Kabelschacht genommen. Den kannst du relativ einfach verbiegen und verformen. Ich habe das Ganze vorher mit dem Feuerzeug ein bisschen angewärmt, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Es geht auch so. Der Zauberstab an sich ist 60 cm lang und das Symbol des Rangers obendrauf nochmal 8 cm lang. Dann habe ich etwas Heißkleber auf diesen Kabelschacht gegeben und angefangen, das Ganze mit Alufolie einzuwickeln. Und nach oben hin wird der Zauberstab immer etwas breiter. Damit die Oberfläche ein bisschen ordentlicher und schicker aussieht, habe ich sie mit einem Metalllineal geglättet. Für die Verzierungen am Zauberstab habe ich Window Color genommen. Die Farbe ist hier erst einmal egal. Ich würde nur nicht unbedingt eine grelle Farbe nehmen, falls sie dann später trotz Bemalung noch durchschimmert. Das wäre nicht so gut. Wenn du kein Window Color zur Hand hast, kannst du, denke ich, auch Heißkleber nehmen. Achte nur darauf, dass die Linien schön dünn sind. Nachdem das Window Color dann getrocknet war, habe ich die gesamte Oberfläche großzügig mit brauner Acrylfarbe grundiert. Du kannst da deiner Kreativität freien Lauf lassen, das soll ja am Ende aussehen wie Holz. Und am oberen dicken Ende des Zauberstabs habe ich noch mit der Schere ein Loch reingepiekst, sodass das Symbol des Rangers dann dort besser Platz findet. Nachdem die braune Acrylfarbe getrocknet war, habe ich nochmal etwas schwarze Acrylfarbe mit Wasser verdünnt und hier und da ein paar Flecken aufgetragen, dass die Oberfläche nicht so ordentlich aussieht. Dann habe ich den Moosgummi mit Heißkleber im Zauberstab befestigt und nochmal mit einem Silberstift am oberen Teil des Zauberstabs ein paar Highlights verteilt, sodass es aussieht, als würde die Magie aus dem Symbol in den Zauberstab fließen. Und da war er auch schon fertig, der Zauberstab aus Power Rangers Mystic Force. Solltest du noch Fragen zu diesem oder einem anderen Projekt haben, kannst du mir wie immer einen Kommentar hinterlassen oder mir bei Facebook einfach eine Nachricht schreiben. Ja, vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Also bis dahin, mach's gut.